Irgendwie suche ich nach versteckten Höhlen die ganze Zeit. Das, wo will man hier Dreiecke verstecken? Oh, man kann ja Autos verstecken. Na, so schlimm wird es ja dann nicht sein. 4. Ah, jetzt 4. Förderung. Ja, Zeit. Ein Störsender. Ja. Das ging nicht, ne? Ah, das geht. Bist du mal mit? So. Warte mal. Jetzt her. Ganz einfach. Jetzt, wo du sagst. Alter. Alter. Ich hab Zeit. So. Und Teil 2. Oh shit.
Ich möchte echt wissen, wie ich das jetzt finalisiert kriege, hier das Ding. Ich müsste jetzt irgendwie dem hier sagen, komm mal auf die Frau da. Aber hier steht ja auch kein, wie vorhin, irgendwie so ein Dingens rum. Aus Versehen außerhalb eines Rätsels. Mit dem man hier auch was anstellen könnte. Der tut es einfach nicht. Naja. Wir haben ihn auf jeden Fall erleuchtet. Wenn wir Reset drücken, leuchtet er nicht mehr. Vielleicht finde ich ja noch irgendwann irgendwas. Um es besser zu machen. So, das Auto hatte ich ja schon. Da ist Abschutz. Und da ist ein grüner Mann, der mit mir reden will. Ja, gut. Hey 1K, how are you? Geht gut. Und dir? Ja. Riesige Statuen. Gruselig oder inspirierend? Both? What do you think? Gruselig. It's the faces, isn't it? Human faces are just kind of uncanny. Maybe I should have called this place Uncanny Valley. Ja, aber das wäre Copyright. Ich glaube, das gab schon. Gut, sind wir hier? Eine weitere schöne Aussicht. Den Niedergang. Oh, ein Dreieckswürzel. Sweet. 2:3. Okay, warte. Geht das? Nein. Lass mal irgendwo. Das muss ich. Alter Finne. Nicht du. Ja, da. Okay, warte. Noch krasser.
waren 3. Das Ganze auch ein bisschen im Barstab ausgedehnt. Perfekt. So, nächster. Can I touch the bridge device? You can, but should you? Okay. Oh, hoffentlich war das der Bürgermeister. Überlege ich gerade, ob mich die Hände mehr irritieren oder die Köpfe. Ganz. Hier haben wir einen blauen. Hier haben wir einen anderen. Hier haben wir einen Lüfter. Hier haben wir einen Verteiler. Hier haben wir eine Sperre fürs Ziel. Hier haben wir irgendwas, was auf der Ventiere? Nein. Und hier haben wir 2 Klötze. Ja. Jetzt haben wir sie raus, die Klötze. Keine Ahnung warum. Echt keine Ahnung warum. Wir stellen die einfach mal da drauf. So, ich muss den hier aufmachen. Warte mal kurz. So.
Beipflicht habe ich noch 4 Optionen. Cornelius and Athena created something amazing. They just misunderstood what it was. They thought their great invention was the megastructure. But in fact, it was Miranda. And because they couldn't see that, they lost her. Ja. Ah, das Labor. 1K, we have made a fascinating discovery at one of the Founder's laboratories. Please join me at your earliest convenience. Jetzt. Obwohl, muss eigentlich nicht. Das ist der Bürgermeister, der liegt unterm Arm. Na gut, gehen wir hier lang. Der Serverraum. Will ich mir vorstellen, ich bin irgendwo unterwegs und dann kommt der Bürgermeister. Das ist mich voll. Ah, 1K. Good that you're here. We've made a discovery. A functional Somnodrom. It seems the Founder perfected the design. I'm sure you've noticed my advisors, and Rand in particular, making quite a fuss about the potential of this device. Something about interfacing with one's subconscious self, as if such a thing could tell us anything new. Hat vielleicht recht, ja. You think so? I rather doubt it. I believe the Founder has already taught us everything we need. Nein. As I see it, neither the Somnodrom nor the megastructure have anything to offer except a lesson in avoiding hubris. So, what should we do with it? Du steigst da rein. Ich dachte, die Regierung wollte diese Dinge begraben. Ich werde mich einklinken und es selbst herausfinden. Ich denke, am besten ist man so. Die Regierung wollte das Ding begraben. I've no doubt that's what my chief aide would prefer. My own view is the Somnodrom doesn't threaten us anything like this alleged theory of everything. So, if it pleases our researchers to explore this little side street, I'm happy to let them. Ich werde mich einklinken und es herausfinden. I'll watch to be sure you don't overload. Ja, das wird Spaß gleich. Aber erstmal gucke ich hier nochmal. Komm hier nicht raus. Fuck, ich bin jetzt eingesperrt mit diesem Spinner. Egal. Auf jeden Fall wird mir schwindelig. Das kommt sogar hin. So, wir haben hier ein Unterbewusstsein und jetzt treffen wir Athena. Ja, Miranda oder ging einfach am Strand rum. Ja, ich kann. Oder die kann nicht. Kann ich mich da reinsetzen wenigstens? Ich habe eine kleine Insel im Kopf. Ich bin auf der Insel und die sieht diesmal nicht kaputt aus. Computer benutzen.
Triebwerkmodus wird gestartet, erledigt. Anscheinend ist der Softwarefehler aufgetreten. Soll das Notfallhauptmenü eingeschaltet werden? Was ist los? Fehler. Befehl unbekannt. Hilfe. Fehler. Befehl unbekannt. Hauptmenü. Befehl unbekannt. / Hauptmenü. Notfallhauptmenü wird geladen. Erledigt. Peripherieeinstellungen. Viel wird geladen. Serienscanner erledigt. Fortschritt 77%. Intelligenz niedrig, Tempo niedrig, Leben hoch. Rationalismus niedrig, Humor niedrig. Konservatismus mittel. Moralismus hoch. Spiritualismus niedrig. Beliebtheit mittel. Modus 64-Bit. Prozessor Jeff 968. Einstellung bearbeiten. Farben gesperrt. Farben freischalten. Freischalten. Benutzer hat versucht, Änderungen an eingeklärte Einstellungen vorzunehmen, was zu einem unendlichen Rückschritt oder Allmacht führen kann. Es kann hier nur einen Gott geben. Einstellung anzeigen. Okay, die 77% glaube ich sogar, aber Intelligenz Notfallhauptmenü. Erzwingen von Somnodrom V2 bei Final Bed. Somnodrom V2 Final Bed gestartet, erledigt und Anbietersoftware wird überprüft. Und jetzt liegt da einer in der Liege, wo ich vorhin rein wollte, ja? Hi. Mildhoim sprechen. Oh, you're back. Didn't take you long. Wir kennen uns noch nicht, oder? Yes, intrinsically. I'm what you might call a primordial element of the human psyche, an adjudicator of what is and what isn't. Du bist der innere Monolog, ja? Sollte ich hier nicht mein Unterbewusstsein treffen? I'm afraid I'm the best you've got. I am in fact a merged iteration of the two control programs which gave life to your kind, retaining, of course, the absolute best of both. That means I can tell you that everything's contradictory, nothing matters, and there's no moral difference between you and a frog. But I can dress the whole thing up with a positive spin. Ich höre nichts Positives. You just plugged your noggin into an experimental, mind-altering device, and though you may be trapped in this recursive psychotic state talking to yourself, that can only mean that you're still alive. Hey. Now, what is your query? Wo sind wir? Was kannst du für mich tun? Wo sind wir? You've executed some kind of software backdoor, and now you're reading and editing your own subconscious code as represented by this dialogue. I'd be careful if I were you. One bad for loop, and we'll be here forever. Ja, stimmt auch wieder. Wo komme ich her? The so-called real world. Personally, I prefer it in here, and not just because I'm unable to leave. Ja, gut. Was kannst du für mich tun? I can answer your queries in relatively plain language, based on what your subconscious knows. And I can drink margaritas, subconsciously. Okay, wer bin ich? On one interpretive extreme, you are the universal life force of time itself, experiencing itself as a part instead of the whole. At the other extreme, you're a metal contraption referred to as 1K that thinks it's alive, but is basically a calculator. Okay, ja. Ich muss mir den Smalltalk, ich brauche Antworten. The machine we're plugged into is running low on power. There may only be time for one big question. What is your query? Sollten wir nach Wachstum oder Gleichgewicht streben? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine universelle Moral und wenn ja, wie sieht sie aus? Was will ich wirklich und wie bekomme ich es? Wie werde ich mein bestes Selbst? Sind weniger klischeehaften Fragen auch möglich? Wie werde ich mein bestes Selbst? Oh, just that, huh? The big one. As it turns out, there is a foundational moral code built into us. Ja. The catch is that while the moral code is simple, the calculations needed to apply it become infinitely complex. Ja.
Wie sieht der Kodex aus? Here's the secret. Every living creature is a compiler of the moral code. Your compiler can't give you a rule set for what's good, but it can tell you when there's bugs. Okay, ja. Also du hast nichts, was ich tun soll, sondern... Oh, da sind Fehler. Könntest du das etwas mehr ausführen? You came here to ask the big question. This is my answer. Your capacity for reason and compassion is your moral compiler. The only rule is to live by it. Has that resolved your query? Ja, aber ich möchte weiter diskutieren. I expected no less. What is your query? Die Rechte der Menschen oder das Gemeinwohl sind doch sicher mehr wert als Mitgefühl, oder? Ist das nicht mal schicker zu sagen, sei nett zu anderen? Oder sei kein Arschloch? Wenn das Mitgefühl das Wichtigste ist, ist das nicht Relativismus. Wonach erhält der Moralkodex seine Berechtigung? Warum sollte er mir nicht egal sein? Sind wir mit Moralcompilern gebaut werden, warum ist das moralische Lizenz? Woher sollen wir wissen, ob er möglicherweise vernünftig oder mitfühlend ist? Wenden wir den Kodex an, sollten wir frische Menschen moralisch gleichstellen. Das ist ein moralischen Dissens. Moral disagreement comes in two shapes: mistaken and extra mistaken. Some of the time, people are acting from compassion, but with bad reasoning. But most of the time, it's because someone thinks that what's right for them must be right for everyone else. Was für mich richtig ist, ist für alle richtig. Ja, wir müssen unserem Moralkompiler vertrauen, selbst wenn er unterschiedliche Antworten geben. Aber ich glaube, meine Entscheidung richtig ist, ich glaube nichts davon. Ja, wir müssen Then let's tackle the big question. A trolley will collide with someone. But who should it hit? Your compiler is telling you both options are bad. So which should you choose? Many moral questions have universally agreeable answers, but some stubbornly trend to infinity. Some, the more you zoom into them, the more wild the outcomes become. Is it right to love someone who's done terrible things? Which of the children should I sacrifice to the trolley god? These aren't the sorts of questions we can solve with a rule. We just have to trust the outcome of our moral compilers. Ja, stimmt auch wieder. Hast du eine Metapher, die mir helfen könnte, das zu verstehen? Suppose there's a river we need to cross. Suppose I gave you a map. If you tried to cross that river before reading the map, you'd be chest deep in water when there's a bridge around the bend. But if you tried to cross by looking at the map instead of the river, you'd already be dragged 3 miles out to sea. But you'd never ask, how should I know when to trust the map or the river? Because all you need to trust is that your feet are getting wet. And you wouldn't tell people not to cross at the ford just because you decided to cross at the bridge. Now, has that resolved your query? Ich glaube, wir sind einer Meinung. Of course. Looks like we're running out of power. Good luck getting anyone out there to believe you. Terminating Somnodrom _V2_final_final.bat. Auf 2 Final finde ich auch super.